Jetzt freue ich mich, den Mann hier begrüßen zu dürfen, der Trumps militärisches und strategisches Denken so gut kennt wie kaum ein anderer. John Bolton war von 2018 bis 2019 nationaler Sicherheitsberater von Präsident Trump. Ambassador Bolton, you've spent Herr Botschafter Bolton, Sie haben unzählige Stunden mit dem Präsidenten Trump dort im Oval Office verbracht. Sie haben Außenpolitik besprochen. Was hält er eigentlich von der NATO? Wie denkt er darüber? Glaubt er wirklich, dass die NATO veraltet ist? Ich glaube, er versteht eigentlich gar nicht, was die NATO bedeutet. Auch das Konzept einer gemeinschaftlichen Verteidigungsorganisation ist fern seiner Verständniskraft. Er hat im Grunde die Ansicht, dass die USA Europa verteidige und dass Europa nicht genug dafür tue. Er begreift einfach nicht, dass dieses gemeinsame Bündnis die Sicherheit aller Partner verstärkt. Und selbstverständlich kann man die Meinung durchaus vertreten, dass die Ausgaben für die Verteidigung erhöht werden müssen von den europäischen Partnern. Aber das hier jetzt so einseitig umzubringen, wird er das tun? Ja, doch, er hat sich tatsächlich auf diese Aufkündigung hinzubewegt. Und ich glaube, dass er das tun könnte. Glauben Sie, er könnte das tun wegen eines verschwiegenen Einverständnisses mit Russland? Nein. Er hat eine ganze Reihe von anderen Erwägungen. Er hat unfaire Handelsabkommen zwischen den USA und der EU kritisiert. Insbesondere Deutschland hat er heftig kritisiert wegen Nord Stream, dieser Erdgaspipeline. Ihr bezahlt hier Millionen von Dollar an das Land, vor dem wir euch verteidigen sollen. Sein wesentlicher Standpunkt ist einfach, er versteht einfach Bündnisse nicht. Er denkt das in sehr geschäftlichen Begriffen. Er hat eigentlich überhaupt keine Philosophie. Er durchdringt Politik nicht, wie wir das machen. Er sieht alles nur als Deal. Also ein Deal zum Thema Verteidigungsausgaben. Er sagte doch, jedes NATO-Mitglied, das nicht die Verpflichtungen dieser 2% erfüllt, dass Putin mit denen alles tun könne, was er wolle, ist damit also diese wechselseitige Verteidigungspflicht tot. Nun, einige seiner Berater haben in den vergangenen Wochen gesagt, wir würden Länder nicht unterstützen, die nicht 2% aufbringen. Das ist aber unmöglich umzusetzen, wie zum Beispiel US-Truppen in Polen angegriffen werden und dann die Truppen zurückgetrieben werden an die deutsch-polnische Grenze. Könnten dann die Amerikaner sagen, wir brauchen eine 24-Stunden-Waffenruhe, wir dürfen doch Deutschland nicht verteidigen. Das wäre doch der völlige Zusammenbruch dieses Militärbündnisses. Es ist ein Beleg dafür, dass einfach kein seriöses Denken bei Trump zu bemerken ist. Sie haben dieses Szenario eines möglichen russischen Angriffes auf ein NATO-Mitglied erwähnt. Ist das überhaupt möglich? Möchte Putin wirklich die NATO auf die Probe stellen? Nun, ich glaube nicht. Er hat bereits 2005 vor der Staatsduma gesagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, auch darauf bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hat er auch diesen Plan dargelegt, das russische Reich wieder auferstehen zu lassen. Nicht einen marxistischen Staat, keine Sowjetunion, aber Belarus, Ukraine und auch viele andere ehemalige Bestandteile des russischen Reiches wollte er haben. Ich glaube, dass die NATO-Länder, die am meisten in die Bedrohung geraten, die baltischen Republiken sind. Sprechen wir doch nun über die Ukraine. Glauben Sie wirklich, dass die Entscheidung der NATO, als gesagt wurde, die ukrainische Zukunft sei in der NATO, würde das Trump so aufrechterhalten? Würde Trump auch diese Perspektive aufrechterhalten? Das glaube ich nicht. Manche europäische Regierungen sagen, wir müssen die NATO Trump festmachen. Das bedeutet nicht, dass aber Trump aufgeschlossener gegenüber der NATO sei. Ich glaube, der entscheidende Fehler war, dass man als 2008 George W. Bush vorgeschlagen hat, Georgien und Ukraine möglichst schnell in die NATO aufzunehmen, dass hier plötzlich so viel Widerstand von Seiten der Europäer zu sehen war. Wenn das geschehen wäre, dann hätten wir diesen Angriff im Jahr 2014 nicht gesehen. Finnland und Schweden haben ja aufgrund dieser Entscheidung
Entscheidungen und dieser Entwicklungen beschlossen, dass sie der NATO beitreten müssten. Denn sie stellten fest, dass Sicherheit nur mit der NATO zu haben ist. Putin hat ja vor einem Tag noch ein Kinderkrankenhaus bombardiert. Hat er auf teuflische Weise der NATO beweisen wollen, dass sie ihn nicht stoppen können? Ich glaube, Putin ist das völlig egal, was die über ihn denken. Putin hat Kinderkrankenhäuser bombardiert und er hat auch Infrastruktur zerstört. Das ist ein asymmetrischer Krieg, den Russland führt, weil eben die konventionellen Streitkräfte über 2 Jahre so miserabel gekämpft haben. Ich denke, Putin wägt sich in dieser Hinsicht, dass unter Trump er bessere Chancen hätte. Was erwarten Sie? Nun, ich glaube, man muss zurückschauen auf die Geschichte. Man muss es wirklich ganz klar herausstellen. Die USA haben nicht aufgrund eines wohlwollenden Herzens die NATO gegründet, nur weil wir so gute Menschen sind. Wir sind es zwar, aber das war nicht unser Beweggrund. Nein, wir haben einfach erkannt, dass diese wechselseitige Beistandsverpflichtung funktioniert hat. Die einzige Gelegenheit, wo eben die Beistandsklausel von Paragraph 5 erwähnt wurde, war ja der Angriff vom 11. September. In Deutschland fragt sich jeder, wenn Trump zurückkommt ins Amt, wie kann man mit ihm umgehen? Was würden Sie der deutschen Regierung raten? Es wird kein leichtes Spiel sein. Ich denke, der beste und effizienteste Umgang war Shinzo Abe, der japanische Premierminister. Er hatte wirklich ganz bedeutende, vitale Sicherheitsinteressen zu verteidigen gegenüber dem Erstarken Chinas. Er war wirklich sehr geschickt darin, jede Möglichkeit am Schopfe zu ergreifen, mit Trump zu sprechen, auch am Telefon, nicht mit Bitten, sondern einfach mit ihm reden, immer wieder einschärfen, was seine Position war. Ich denke, das ist der Weg zum Ziel. Es braucht viel Zeit. Man muss auch als Kanzler, als Regierungschef mit Trump sprechen. Je mehr man mit Trump spricht, je länger man mit ihm spricht, desto besser für den Gesprächspartner. Trump hat ja gegenüber Deutschland einige feindselige Äußerungen vom Stapel gelassen. Was ist denn die Erklärung dafür? Warum ist Trump eigentlich so feindselig gegenüber Deutschland? Ich bin ja kein Psychiater. Ich kann natürlich ihm nicht in die Seele gucken. Sein Vater war Deutscher. Das hilft jetzt zwar nicht weiter. Ich glaube, er hat insbesondere Probleme mit weiblichen Politikern. Also bei Theresa May war es ja ähnlich in England. Ich glaube, er hat einfach Probleme mit Frauen in Spitzenämtern. Wenn Kanzler Scholz oder jeder seiner Nachfolger Golf spielt, dann wäre das sicherlich von Vorteil. Shinzo Abe hat mit Begeisterung Golf gespielt. Also ich würde sagen, noch einmal, Trump hat eigentlich kein politisches Denken. Er hat keine Philosophie. Das muss man immer im Blick behalten. Vielen Dank, Herr Botschafter Bolton. Es war eine Freude. Vielen Dank für die Einladung.